Mehr Wissen, mehr Input, mehr Variation. Wir haben endlich die nächsten Camstar und Vanstar, die wir euch zeigen können. Zweimal Vanstar, zweimal Camstar. Wir zeigen euch verschiedene Farben, verschiedene Varianten, die Unterschiede zwischen V-Klasse und dem Vito Tourer und alles weitere, was wir jetzt schon wissen. Das erfahrt ihr in dem heutigen Video. Wer mehr zu Camstar und Vanstar wissen will, sollte unbedingt unter dem Video hier den Kanal abonnieren, dann die Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft immer up to date bleibt, weil kurz nach der Messe wir die Autos bei uns haben und dann gibt es wirklich jedes Detail. Aber heute erstmal einen groben Überblick, damit ihr wisst, was euch in Zukunft erwartet. Ja, womit fangen wir an? Als erstes widmen wir uns den beiden Vanstars. Vanstaren, ich weiß es nicht genau, die Plural. Wer mehrere kauft, dann überlege ich mir, wie ihr das haben wollt. Hier haben wir zwei Fahrzeuge. Von außen sehen die im ersten Step relativ ähnlich aus, aber wir haben eine V-Klasse, das ist der schwarze dort drüben, und wir haben ein Vito, das ist der weiße hier. Die großen Unterschiede sind vor allem im Cockpit-Bereich und alles, was da ist. Was man hier aber super schön zeigen kann, ist, wie die Bestuhlung standardmäßig kommt, was ihr für serienmäßige Lösungen habt. Und da würde ich vorschlagen, wir tauchen als erstes mal in diesen schwarzen Wagen ein. Grundsätzlich eins immer vorweg. Also ich versuche euch jetzt mal Stück für Stück mit dem Detailwissen dazu, was wir schon haben. Und ich weiß ehrlich gesagt auch noch längst nicht alles, damit ihr aber up to date seid. Fakt ist, wenn ihr euch so ein Fahrzeug konfiguriert, die Dächer kommen grundsätzlich immer in weiß, ohne Aufpreis. Alternativ könnt ihr das Dach in Wagenfarbe haben oder in schwarz. Das jetzt beim Schwarzen ist natürlich Wagenfarbe und schwarz das gleiche, aber ihr könnt zum Beispiel auch auf einem roten Auto ein schwarzes Dach haben. Wenn ihr nichts separat bestellt, kommt das Dach immer in weiß, also macht euch da auf jeden Fall Gedanken drüber. Wenn ihr den, da gucken wir gleich rein, wenn ihr den Vanstar mit dem Schienensystem bestellt, und ich erkläre euch gleich an dem Weißen, warum ihr das unbedingt tun müsst, dann kommt er mit zwei Einzelsitzen. Egal, ob ihr ihn als Vito oder als V-Klasse bestellt. Die zwei Einzelsitze haben den großen Vorteil, dass ihr sie komplett frei bestücken könnt. So wie hier hintereinander. Dann habt ihr eine richtig coole Möglichkeit, wir können ja von hinten mal rumgehen, dann habt ihr eine coole Möglichkeit, zum Beispiel ein oder zwei Fahrräder reinzubringen. Hier, das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich die weitest verbreitete Lösung. Dieses Radfatz ist einfach so ein Feststellsystem für Schienensysteme. Aber ihr könnt natürlich die Einzelsitze auch nebeneinander stellen. Serienmäßig kommt der Vanstar als Vito mit einer Dreiersitzbank und als V-Klasse mit den zwei Einzelsitzen. Was jeder Vanstar immer mit drin hat, ist unsere, ich nenne das jetzt mal Pseudo-Küche. Hier hinten in der Ecke ist ein sehr einfaches Induktionskochfeld. Jetzt dürft ihr euch da nicht allzu sehr dran verlieren. Das ist alles schön und gut, dass es da ist. Das Induktionskochfeld hat eine Hauptaufgabe. Es macht aus Vanstar der V-Klasse vom Pkw ein Wohnmobil. Warum ist das für euch wichtig? Weil das Wohnmobil heißt, dass ihr einfach niedrigere Unterhaltskosten habt. Ihr versichert als Wohnmobil nicht mehr als Mercedes V-Klasse. Da geht es dann nur noch um Neuwert, günstigere Einstiegsvarianten. Im Unterhalt wird das Auto einfach deutlich günstiger. Und deswegen haben wir die Küche da mit drin. Ich glaube, dass die in der Praxis ganz selten genutzt wird. Deswegen ist sie so ein bisschen versteckt, verschämt in der Ecke. Und wer wirklich kochen will, der braucht dann sowas wie die Camp & Sleep Box, die es bei Pössl gibt. Oder einfach eine der vielen Varianten, die es gibt. Da würde mich zum Beispiel brennend interessieren, ob ihr favorisierte Varianten habt, wo ihr sagt, in so ein Vanstar würde ich mir von dem und dem Hersteller die Küche einbauen, weil wir ja auch immer auf der Suche sind, was gibt es für Alternativen zu dem Pössl-Programm. Sollte man lieber, keine Ahnung, eine Vanessa, eine Easygoing-Küche. Es gibt so viele schöne Lösungen. Mich interessiert, was gefällt euch davon am besten. Ja, wenn wir mal von der Seite rumgehen, wir steigen mal hier mit rein. Einmal ganz klar, serienmäßig hat der Wagen eine Schiebetür. Unterschiedlich zu den anderen Fahrzeugen, die es bei Mercedes und VW und sowas gibt, könnt ihr hier eine zweite Schiebetür bestellen. Damit ist es natürlich viel mehr Pkw. Ich hüpfe mal rein, dass wir das hier haben. Hier haben wir eine V-Klasse. V-Klasse heißt
Wir haben ein relativ aufgeräumtes Cockpit. Wir haben sozusagen, ich sag mal, die PKW-Lösung des Cockpits. Alles ist ein bisschen aufgehübscht. Wir haben das Lenkrad mit Multifunktion. Und das, was wir hier haben, ist das Seriendisplay. Das ist das kleinere. Es gibt alternativ noch ein 10 Zoll Display. Ich hoffe, dass das in einem der anderen Autos drin ist. Aber ansonsten findet man das online eben auch sehr, sehr schnell. Grundsätzlich ist die V-Klasse ein bisschen mehr gedämmt. Halt alles ein bisschen PKW-mäßiger. Ich weiß nicht, ob es Vor- oder Nachteil mit der breiten Konsole ist, aber auf jeden Fall ist der Durchstieg nach hinten ein bisschen komplizierter als es bei dem Vito Tourer, was das andere Basisfahrzeug ist. Damit ihr diesen Unterschied gleich sehen könnt, hüpfen wir jetzt mal direkt rüber in den Vito Tourer, den weißen Wagen neben uns, damit ihr sehen könnt, wie das dort aussieht. Und so sitzt ihr im Vito Tourer. Es ist ehrlicherweise der gleiche Sitz, es ist die gleiche Sitzposition, es ist auch das gleiche Lenkrad. Jetzt hier in diesem Vito Tourer sind ein paar Optionen. Clever wie ich bin, habe ich mir die Optionsliste abfotografiert und wir gucken uns gleich mal gemeinsam an, was hier Serie ist, was nicht Serie ist. Aber was direkt auffällt, ist, dass halt hier ein bisschen mehr härteres Plastik ist, halt ein bisschen mehr die Transporter-Variante. Man kann vielleicht auch die robustere, Freizeit- und aktivsportorientierte Variante sagen. Und ich habe eben nicht die breite Konsole mit dem Touch hier, sondern den freien Durchstieg. Und ich könnte mir vorstellen, das wird vor allem später bei dem Campstar, also der echten Wohnmobilvariante, noch ein bisschen wichtiger, dass man ein bisschen besser durchsteigt. Ja, was ist grundsätzlich der Vanstar? Der Vanstar ist eigentlich eine normale V-Klasse, ein normaler Vito Tourer mit einem richtig coolen Aufstelldach oben drauf und mit 2 Drehsitzen drin. Wenn ihr also nichts separat bestellt, ist es eigentlich genau das gleiche Auto, was ihr bei Mercedes bekommt, nur über uns wahrscheinlich einen Tacken günstiger und mit dem Aufstelldach drauf. So wie der Wagen jetzt hier steht, haben wir, also der Grundpreis steht vorne auf der Scheibe, 37.999 Euro. Dann hat er aber 140 PS. So wie er hier steht, ist das ein 190 PS Wagen. Hier fehlt der Schaltknopf, das erkennt ihr selber. Die Autos haben alle Automatik. Das ist ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich meine, es ist eine 9-Gang-Automatik. Ihr merkt, das ist auch für uns absolutes Neuland. Als 190 PS Wagen kostet er 39.999 Euro im Grundpreis. Dann haben wir hier das Audio 40, das ist das Navigationssystem für den Vito. Ja, es geht geht's an, wenn man länger drückt? Nee, das ist ausgeschaltet, so wie es jetzt ist. Ohne Zündung geht es nicht. Dann haben wir ein Chrom-Interieur-Paket. Das ist wahrscheinlich hier, dass das alles ein bisschen mehr Bling-Bling ist. Und hier an den Griffen haben wir so Chromleisten, die Lufteinlässe haben hier alles so ein bisschen Chrom mit dabei. Das dürfte das sein. Wir haben die Chrom-Interieur-Paket kostet 159 Euro. Das große Radio mit Navigation 1599. Dann haben wir eine Colorverglasung, also hinten das Schwarzglas, 499. Die Klimaautomatik, wie heißt sie, Tempmatic bei Mercedes für knapp 2000 Euro. Verchromter Kühlergrill, Lederlenkrad, Parksensoren vorne, hinten. Ich springe da mal kurz durch. Und die Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe außen lackiert. Das zum Beispiel ist ein Punkt. Bei der V-Klasse sind die serienmäßig immer lackiert. Beim Vito müsst ihr sie separat lackiert bestellen, sonst kommen sie halt in dem normalen Kunststoff. In dem Auto steht jetzt hier noch die Campbox mit drin, die schauen wir uns gleich hinten an. 2000 Euro und unterm Strich mit Frachtkosten und Mehrwertsteuer und allem, was so ist, kostet das Auto mit 190 PS, Automatik, Campbox und all solchen Dingen 49.500 Euro. Das ist, glaube ich, ein richtig faires Angebot, was da gemacht wird. Was an dem Auto ein bisschen falsch konfiguriert ist, zeige ich euch mal. Ich komme mal nach hinten rum. Und zwar ist es hier so, dass der Wagen nicht mit dem Schienensystem bestellt worden ist. Ich habe euch ja schon gesagt, denkt dran, immer das Schienensystem zu bestellen. Wenn ihr den Wagen nicht mit dem Schienensystem bestellt, kommt er mit einer normalen Dreiersitzbank. Sagt man eigentlich cool, Dreiersitzbank statt Zweiersitzen. Ja, soweit richtig. Aber wenn wir jetzt die Campbox hinten drin haben wollen, muss ich ja die Sitzbank vorne umklappen können. Das mache ich bei den Einzelsitzen ganz einfach. Hier geht das nicht. Das heißt, wenn ihr den nicht mit Schienensystem bestellt, könnt ihr nicht die Campbox Kitchen and Sleep reinbauen. Das heißt, ihr könnt unten kein Bett bauen, ohne dass ihr die Sitzbank wegnehmt. Und das, glaube ich, ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, unbedingt Schienensystem, Einzelsitze, beide umklappbar und dann kann ich eben auch Kitchen and Sleep
oben drauf machen. Kitchen and Sleep heißt, da gucken wir jetzt gleich von hinten rein, dass wir im Heckbox oder im Heck eine Box mit drin haben, so wie sie hier steht, die ihr komplett modular rein und rausstellen könnt. Das heißt, wenn ihr sie nicht haben wollt, nehmt ihr sie einfach raus, lasst sie zu Hause in der Garage und habt einen normalen Vitoutura, eine V-Klasse, wie sie im Buche steht, wie ihr sie auch bei jedem normalen Mercedes-Händler bekommt. Im Alltag im Urlaub ist das dann hier so zusammengestapelt. Hier haben wir übrigens die normale Matratze. In der Preisliste findet ihr eine Komfortmatratze und eine normale. Das ist die normale, die ist, da haben wir alles zum Messen mit dabei, ungefähr 8 cm. Und clever wie wir sind, haben wir hier drüben hinter uns. Wir springen heute ein bisschen hin und her. Das ist vielleicht alles ein bisschen wild, aber auf der Messe müssen wir mal gucken, wo gerade Lücken sind. Hier haben wir die Komfortmatratze mit drauf. Das kann man hier wunderbar sehen. In der Komfortmatratze eingearbeitet ist so ein Tellerfedersystem. Das heißt, es ist im Prinzip meines Wissens die gleiche Matratze, aber das Tellerfedersystem mit dazu. Und dadurch haben wir jetzt hier eine Gesamtstärke der Matratze von so knapp 12 cm, also 4 cm Tellerfedersystem, was da drunter ist. Die Campbox Kitchen and Sleep gibt es ja quasi in 3 Varianten. Einmal als Campbox Kitchen, müsst ihr euch einfach vorstellen, Box ohne Matratze und Bett drauf. Als Campbox Kitchen and Sleep, so wie wir das drüben in dem Auto gesehen haben, Box, Bettvariante, dünne Matratze obendrauf. Oder als Campbox Kitchen and Sleep mit Komfortmatratze, dann ist das, was hier ist. Dann ist es eben die Matratze mit Tellerfedern. In allen Varianten gleich ist eigentlich diese Grundvariante, die bei dem Vanstar, also bei dem Mercedes-Modell, immer mit dem neuen Schichtstoff hier ist und immer eine Seite so eine Art, ich sage jetzt mal, Küchenmodul mit drin hat, Schubladenmodul mit drin hat. Das Ganze kann man auch hier rausgreifen und dann könnt ihr die ganzen Module auch, wenn ihr, ups, das ist jetzt noch mit dem Gurt gesichert, den lassen wir drin. Und die Module eben auch euch hinstellen ins Vorzelt, wo immer ihr sie haben wollt. Dann habt ihr immer in der Mitte diese Plattform. Die Kühlbox ist nicht im Serienumfang mit drin. Da könnt ihr wahlweise ein Porta-Potty, also eine Toilette, so wie da drüben draufstellen oder eine Kühlbox oder es einfach als Stauraum nutzen. Und hier oben drauf habt ihr, der ist jetzt fest, habt ihr nochmal einen zusätzlichen Kartuschenkocher. Das heißt, hier kommt einfach eine kleine Gaskartusche rein und dann habt ihr einen etwas größeren Gaskocher. Mit einem Gaskocher könnt ihr dann eben auch freistehend immer kochen. Mit der Küche, die einfach nur drin ist, haut das ja nicht hin. Und in der zweiten Box, die könnt ihr übrigens beide links und rechts reinstellen, haben wir quasi, ich nenne das jetzt mal das Abwaschmodul sozusagen, was ihr dann genauso eben auch nehmen könnt, euch frei hinstellen könnt. Hängt das noch irgendwo dran? Ja, da ist jetzt auch noch eine Gurt drin, das draufstellen, damit ihr es oben habt. Und da sind ein Frischwasser- und ein Abwasserkanister drin, dass man das haben kann. Und so wird halt die eigentliche V-Klasse, der eigentliche Vitoutura von Mercedes zum vollwertigen Wohnmobil mit einer großen Matratze. Das Bett, das ist ja das Bett, was reinkommt, hat für euch dann Maße. Wir haben hier so 1,22 Breite. Gefühlt ist das natürlich deutlich mehr, weil ihr links und rechts noch Raum habt. Und in der Länge haben wir fast 2,10 Meter. Ja, und dann muss man sich eben die Grundfrage stellen, ist das Konzept quasi von hinten wohnen, etwas breiteres Bett, ein bisschen mehr aufbauen und abbauen, vielleicht auch mit einem anderen Hersteller als der Original Campbox, oder will ich mehr Wohnmobil? Und dann bin ich im Campstar zu Hause und da schauen wir jetzt mal rein. Da ist nämlich festes Küchenmodul, feste Schränke und eine ganz andere Schlafbank drin. Und da muss man so ein bisschen abwägen, was für euch der richtige Weg ist. Und das ist der eigentliche Campstar und da seht ihr eigentlich schon den Kernunterschied. Hier können wir die Küche rausschwenken, wenn wir die zweite Schiebetür mit dabei haben. Und machen eigentlich alles im Auto. Wenn ihr euch das vorstellt, wenn es drin steht, dann ist es der ganz klassische Grundriss, den ihr aus jedem anderen Fahrzeug kennt. Beim VW California, beim Marco Polo von Mercedes nicht anders. Nur, dass ihr dort eben nicht die Möglichkeit habt, eine zweite Schiebetür zu bestellen und die Küche so cool ums Eck zu schwenken. Weil wie geil ist das? Einfach Tür auf, Küche raus. Wo ich jetzt in meinem großen 6 Meter Ducato jedes Mal, wenn ich irgendwas braten will, den Grill draußen aufbaue, das anstöpsel, die Gasflasche rausstelle oder es irgendwo an die Gassteckdose anstöpseln will, mache ich hier einen Handgriff. Das habt ihr in den anderen Videos, die wir gemacht haben, schon gesehen, wie das geht. Wir sind angehalten, auf den Messen möglichst wenig hin und her zu bauen und habe alles draußen.
alles was stinkt, zieht hier nach oben ab, bin ich fertig, 2 Handgriffe und ich packe die Küche einfach wieder rein. Das finde ich eine ultra clevere Idee. Ansonsten ist das ehrlicherweise ein ganz normaler Küchenblock. Ihr habt eine kleine Besteckschublade mit dabei. Dann haben wir hier den Stauraum, in dem die Gasflasche nachher steht in der Benutzung. Und hier daneben Frischwasser und Abwasser als Kanister. Natürlich immer nur mit Kaltwasser. Warmwasserboiler haben wir hier nicht mit drin. Das, was ihr hier seht, ist der normale Tisch, der eigentlich im Fahrzeug drin ist, den man natürlich auch draußen dranhängen kann. Und so ist das halt einfach eine, glaube ich, ganz grundsätzliche Frage, ob der Vanstar oder der Campstar für euch die richtige Entscheidung ist. Der Vanstar hat mit seinem Pkw-Ansatz im Alltag viel mehr Möglichkeiten, klassischer Pkw zu sein, auch mit den 2 Einzelsitzen oder 4 Einzelsitzen, hinten halt echt so ein Truppentransporter für Familien zu sein. Und der Campstar ist viel mehr Wohnmobil. Da habt ihr einfach, wenn wir mal hinten rumgehen, viel mehr Möglichkeiten, einzelne Dinge mitzustauen. Der ist vielleicht im Alltag viel mehr dauerhaft bepackt, weil ihr einfach so ein Schrankelement dauerhaft mit drin habt. Und hier einfach riesen Staumöglichkeiten sind. Und der Vanstar kann einfach immer fertig gepackt vor euch dastehen. Aber dafür hat er dann eben auch im Alltag nur die Zweiersitzbank und hinten ein bisschen weniger Lebensraum. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten Californier werden von 1 oder 2 Personen gefahren. Es ist selten so, dass die im Alltag richtig als Familienkutsche genutzt werden. Um euch hier mal einen Eindruck zu geben, hier unten haben wir noch ein schönes Staufach mit dabei. Das oben haben wir eben reingeguckt. Hier müssten wir genau die Technik, das ist nämlich wie bei seinem Schwestermodell auf Citroën Space Tourer. Da ist da auch die Technik hinter mit Ladegerät und den ganzen Sicherungen. Und der Schrank geht ganz bewusst von vorne auf, weil der eigentlich im Urlaub von vorne, wenn die Bank dort steht, viel besser zu bestücken ist. Ich gucke mal mit um die Ecke, da habe ich nämlich selber noch nicht reingeguckt. Also auch ein großer, schöner Schrank. Wenn wir jetzt rumgehen, haben wir hier, das ist die Farbe hier, heißt übrigens, das ist Hyazinthrot Metallic, das ist eine Metallic-Farbe. Es gibt noch einen zweiten Rotton, der heißt Jupiterrot. Das ist so ein ganz klassisches, normales Rot. Auch das Auto ist mit dem Schienensystem bestellt. Das ist auch hier die ganz klare Empfehlung, damit ihr mit der Bank eben vernünftig von vorne nach hinten rutschen könnt. Und dann hat der Campstar eben hier seine Kühlbox-Möglichkeit, anders als bei seinen Wettbewerbern California und Marco Polo eben nicht seitlich zu öffnen, sondern damit man auch, wenn man durch die Schiebetür reingreift, von hier reingreifen kann, den Deckel von der Seite. Genaue Volumina, wie man das am besten bestückt, das machen wir alles in den ausgiebigen Videos. Also auch wenn ich es vorhin schon mal gesagt habe, Kanal abonnieren. Ich hoffe, das klappt so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben mit Campstar und Vanstar noch ordentlich was vor. Zum einen lernen wir in jedem Video selber und wir hoffen, euch eben auch da ordentlich Input mitgeben zu können. Wir wollen euch ja Einstieg in alle Varianten geben, um euch auch einfach ganz konkrete Preisbeispiele zu nennen. Der Wagen hier steht als V250D da, das heißt, wir haben die 9-Gang-Automatik, wir haben die 190 PS, dann ist der Grundpreis 60.599 €. Und dann haben wir eben Hyazinthrot Metallic, dann sind wir wieder beim Thema Dach. Das ist hier in Wagenfarbe lackiert. Wir haben den Allradantrieb mit dabei. Der Polsterstoff ist der Serienstoff, der heißt übrigens Polster Santos, das habe ich jetzt auch mal gelernt. Colorverglasung scheinen wir, glaube ich, überall mitzubestellen. Das heißt, wenn wir hier mal die Türen zumachen, es macht einfach beim Camper doppelt Sinn, dass ihr hier recht schwarze Gläser habt, weil man einfach nicht wirklich durchgucken kann. Natürlich kann man, wenn man so davor guckt, schon reingucken, aber für das eben mal schnell an- und ausplünnen, wie man bei uns im Norden sagt, ist hier überhaupt kein Problem. Kostet 499 € Aufpreis und solltet ihr auf jeden Fall mitmachen. Dann hat er ein Spiegelpaket, das ist eine Option Mercedes-seitig, das Lederlenkrad und das Parkpaket mit 360-Grad-Kamera. Das heißt, wenn wir rumschauen, sollten wir hier vorne irgendwo eine Kamera finden, genau. Das heißt, er hat hier eine kleine Frontkamera mit dabei. Er hat in beiden Spiegeln Kameras, die nach unten filmen und die normale Rückfahrkamera. Das heißt, in dem Navigations- oder Radiodisplay, je nachdem, was ihr bestellt, habt ihr klassisch Rückfahrkamera und auch so einen Surround-Blick mit dabei. Das Ganze mit Fracht, Mehrwertsteuer, allem, was da steht, so wie das Auto hier steht, habt ihr eine Summe der Listenpreise von 72.030 €. Das heißt 190 PS, Allrad, Automatik, Metallic, schickes Auto, 72.000 €. Ich denke, auch das ist eine richtig faire Größenordnung. Ein bisschen günstiger wird das Ganze, wenn wir auf den Vito Tourer wechseln und wenn da gleich ein bisschen Raum drin ist, springen wir da mal rüber.
So wie das Auto hier steht, um die wichtigste Zahl mal vorwegzunehmen, sind wir unter 60.000 Euro unterwegs, 59.928, also schon relativ knapp. Aber auch der Wagen, 163 PS, Automatik, alles so, wie man das haben will und in dem schicken Selenitgrau mit Dach in Wagenfarbe, großem Radio, Navigation, Klimaanlage, Lederlenkrad, ich muss ein bisschen, auch Parkpiepsern vorne und hinten und auch hier die Anbauteile wieder in Wagenfarbe lackiert, um es möglichst Pkw-nah zu machen. Insgesamt hat der Wagen aber halt wahnsinnig viel Serienausstattung sowieso schon. Und hier seht ihr mal, wie das Bett unten aufgebaut aussieht, wenn ihr einen Campstar bestellt. Das sind quasi ist die Bank umgeklappt nach hinten und dann die beiden Fußteile, die hier hinten rangesteckt werden. Unterm Strich, glaube ich, kann man ganz klar sagen, so wie das hier ist, ist das eine Notschlafvariation. Wenn man wirklich jede Nacht auch unten schlafen will, macht es sicherlich Sinn, mit einem Topper zusätzlich zu arbeiten, um einmal die Matratzenstärke etwas dicker zu machen und den Liegekomfort insgesamt ebener zu machen. Aber da das Bett ja prinzipiell oben das Bett ist, was ihr nutzt, ist das, glaube ich, hier eine richtig gute Variante. Egal für welchen Ventstar oder Campstar ihr euch entscheidet, sei es V-Klasse, Vito, Ventstar oder Campstar, alle haben immer dieses Dach mit drauf. Das Dach heißt, ihr habt einmal die normale Folie und ihr habt Riesenfenster, alles mit Fliegengitter, hier vorne, also links, rechts und vorne. Und ihr habt immer diese, ich nenne das mal Cabrio-Version mit dabei, wo man einmal alles hochmachen kann und dann wirklich Outdoor-Leben hat, wo man aber auch, wenn man auf einer Messe ist und filmt, den riesen Vorteil hat, die Kamera mit reinzuholen, damit wir uns das jetzt gemeinsam anschauen können. Ohne die Haxen zu brechen, versuchen wir mal einzusteigen. Gucken wir hier rein mit der Kamera und dann gucken wir einmal hier rein. So, herzlich willkommen in eurem neuen Campstar oder Ventstar-Bett. Hier sind wir wieder in dem Ventstar mit der Dreiersitzbank, die ihr nicht haben wollt. Aber das Bett oben habt ihr eben mit drauf. Es ist wie bei allen Aufstelldach-Varianten eine relativ dünne Matratze. Das ist klar, weil wir niedrige Höhe wollen. Wir sind ja mit den V-Klasse oder Vito-Autos deutlich unter 2 Meter von der Höhe. Das heißt, selbst wenn ihr einen Grundträger für eine Dachreling draufpackt, bleibt ihr unter 2 Meter Höhe. Und so ist das eben auch ein immer tiefgaragentaugliches Fahrzeug. Das ist eine richtig schön gepolsterte Matratze, die ist dünn, aber um die Dünne der Matratze abzufedern, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir hier das Lattenrost. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man durch Verstellung dieser Bänder auch noch die Härtegrade so ein bisschen für sich einstellen. Das probieren wir aber dann in den ausgiebigen Videos bei uns zu Hause im Betrieb aus. So, damit ihr wisst, was wir hier haben, messen wir mal, weil man Aufstelldächer nicht so richtig gut mit Laser messen kann, mit Bandmaß. Da ist die Matratze zu Ende. Die Matratze hat 1,90. Da hinten am Faltenbalg haben wir aber dann echte 2 Meter Liegelänge, wirklich von Wand bis hier vorne. Und in der Breite haben wir Matratze, so 1,3 Meter und echte Länge hier oben zwischen den beiden Falten. Schwer zu messen. Was haben wir? Wir wollen es ja auch realistisch machen. Etwas über 1,20. Sagen wir mal 1,20. Das ist auf jeden Fall eine Größe, die passt. Reicht das? Keine Ahnung. Aber für so ein Auto, wo ihr Tiefgarage, volle Alltagstauglichkeit habt, wo ihr auf Wunsch Heizung und Batterie und alles mit drin haben könnt, das Ganze zu einem ultra attraktiven Gesamtpreis, ist das halt einfach total cool. Ihr kriegt ja einfach im Vergleich zu V-Klasse und Vito das Aufstelldach, wenn ihr so wollt, einfach geschenkt. Und die Probleme, mangelnde Breite, dünne Matratzen, habt ihr in jedem Aufstelldachauto. Und ich glaube, wenn man hier viel schläft und meine Gewichtsklasse hat, dann wird das nicht ohne Topper gehen. Ich sehe aber, wie viele Kunden bei uns in den Campstar und Ventstar, also den Citroën-Varianten, dauerhaft Urlaub machen, ohne was mit Topper oder sonstigen Dingen zu tun, die da ja auch hervorragend drin schlafen. Ja, das ist jetzt viel hin und her gesprungen. Wir haben viele verschiedene Dinge gesehen. Ich weiß, dass uns noch ganz viele Infos fehlen. Wir werden das nachreichen, wenn wir die ersten Autos haben, aber so habt ihr auf jeden Fall schon mal wieder ein paar mehr Dinge, die ihr jetzt über die Autos wisst. Und so wird das jetzt über die nächsten Wochen, werden wir uns gemeinsam am Produkt entwickeln und hinterher sind wir alle gemeinsam gleich schlau. Ich hoffe, dass ihr ein paar mehr Sachen bekommen habt. Schreibt ruhig mal unten in die Kommentare, was euch noch an Infos fehlt, damit ich weiß, wo wir langfristig darauf achten müssen. Und dann reichen wir das in den nächsten Videos oder bei Insta einfach mal nach. Ich wünsche euch viel Spaß mit allen weiteren Videos. Freue mich auf euch im nächsten Video. Alles Gute und bis bald.